Hi, hallo. Es ist wieder soweit. Das größte Stipendienprogramm der HFMDK geht in die nächste Runde. Und dafür wollte ich dir heute mal so ein paar wichtige Tipps und Tricks an die Hand geben, damit bei deiner Bewerbung fürs Deutschlandstipendium nichts schieflaufen kann. Aber das Video enthält nicht alle Infos, deswegen wäre es gut, wenn du dir trotzdem die Details auf der Webseite nochmal anschaust. Vielleicht kurz zu mir erstmal. Ich bin Hanna. Ich bin jetzt zum zweiten Mal vom Deutschlandstipendium gefördert worden und ich studiere an der HFMDK Schauspiel. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Bevor ich dir aber die wichtigen Tipps und Tricks geben kann, erkläre ich dir erstmal so ein bisschen grundlegende Hinweise, worum es beim Deutschlandstipendium überhaupt geht und was so wichtig wäre für dich. Erstens, das Deutschlandstipendium ist ein Leistungsstipendium. Das heißt, der Bund schreibt im Stipendiengesetz vor, dass die Leistung das wichtigste Auswahlkriterium der StipendiatInnen ist. So, zur Leistung zählen das Ergebnis aus deiner Eignungsprüfung und deine Studienleistungen aus deinem Transcript of Records. Hier sind erstmal keine sozialen Engagements oder irgendwelche Engagements innerhalb deines Studiengangs gemeint, sondern es geht allein um deine akademische Leistung. Es gibt aber außerdem noch 3 weitere Auswahlkriterien. Erstens, Erfolge und Berufserfahrung. Dazu gehören irgendwelche Erfolge in Form von Auszeichnungen oder Preisen, die du gewonnen hast, oder wenn du vorher schon eine Ausbildung gemacht hast, Berufserfahrung hast, weil du in dem Beruf gearbeitet hast oder Praktika gemacht hast. Als zweites zählt dein Engagement, also ob du jetzt außerschulisches oder außerfachliches Engagement hast, irgendwie sozial oder politisch oder hochschulpolitisch oder ob du in irgendwelchen Verbänden mit drin bist oder Religionsvereinen oder irgendwas, das zählt da mit rein. Da kannst du alles angeben. Das letzte Auswahlkriterium sind deine persönlichen Umstände. Darunter fallen deine besonderen familiären oder persönlichen Umstände wie Krankheiten oder Behinderungen, aber auch die Betreuung eigener Kinder, vor allem dann, wenn du alleinerziehend bist, und pflegebedürftige Angehörige, aber auch dein Migrationshintergrund oder studienbegleitende Erwerbstätigkeiten oder deine familiären Hintergründe, das zählt da alles mit rein. Die aktuelle Gewichtung aller Auswahlkriterien, die findest du hier. Also so, jetzt kommt aber der spannende Teil, nämlich die tatsächlichen Tipps. Zuerst möchte ich so ein bisschen technische Hinweise geben über das Bewerbungsportal und solche Sachen. Nämlich die Öffnung des Bewerbungsportals und die ganzen Fristen und sowas alles findest du auf der Webseite des Deutschlandstipendiums. Den Link findest du entweder hier oder in der Caption. Wenn du dich zum ersten Mal bewirbst, dann musst du dir zuallererst einen Account machen auf der Plattform Valutun. Wenn du schon einen hast, aber Probleme hast, da reinzukommen im Login oder du Probleme hast beim Erstellen von einem neuen Account, dann melde dich am besten frühzeitig beim Organisationsteam des Deutschlandstipendiums. Die müssen dann nämlich die IT von Valutun beauftragen, das Problem zu lösen, und das kann schon mal ein paar Tage dauern. Außerdem wichtig, wenn du es übersetzen musst, benutze am besten keine Browser-Extensions dafür. Also ich weiß, das ist irgendwie naheliegend und manchmal passiert es auch automatisch, aber leider werden oft irgendwelche Informationen fehlerhaft übersetzt oder anders interpretiert. Alternativ gibt es das Bewerbungsformular sowieso auf Deutsch und auf Englisch, oder du kannst dir den Text aus dem Formular rauskopieren und einfach einmal bei DeepL reinhauen. Das übersetzt das Ganze ein bisschen zuverlässiger. Und was richtig gut ist, das Bewerbungsformular wird immer wieder zwischengespeichert. Das heißt, du musst keine Angst haben, dass irgendwelche Infos einfach flöten gehen und du das irgendwie 3-mal, 4-mal, 5-mal reintippen musst, sondern du haust es rein, es wird zwischengespeichert. Top, bleibt. So, ich weiß jetzt, wenn der Bewerbungszeitraum fast rum ist und du deine Bewerbung noch nicht abgeschickt hast, das macht ganz schön viel Stress. Deswegen wirklich mein Herzensrat an dich: Fang früh genug an. Du brauchst viel Zeit für das Durchlesen, für das Ausfüllen, für im Zweifelsfall noch andere Dokumente und Belege zu besorgen, wie zum Beispiel das Transcript of Records auch. Fang einfach früh genug an, damit du das alles beisammen haben kannst. Du kannst das Formular auch immer zwischenspeichern und dann irgendwann anders nochmal weiter dran arbeiten.
Und wenn du früh genug anfängst, dann kann dir das Team Deutschlandstipendium bei Fragen oder Unklarheiten immer noch weiterhelfen und du hast dann noch genug Zeit, danach noch weiter an deiner Bewerbung zu arbeiten. Das Team ist dienstags bis donnerstags für dich erreichbar. Das mit dem früh genug, das zählt auch fürs Absenden deiner Bewerbung, weil das System gegebenenfalls einige Minuten braucht, um deine Bewerbung auch verarbeiten zu können. Deswegen ist es tatsächlich keine so gute Idee, damit bis zum letzten Tag 23:59 Uhr zu warten. Ich kenne das, ich bin da auch eine Kandidatin für, aber im besten Fall drückst du einfach schon eine Viertelstunde vor Absendeschluss auf Abgeben. Jetzt absoluter Geheimtipp, ne? Ja. Also, tu am besten so, wenn jetzt zum Beispiel das Abgabedatum der 31. Juli ist, dass es eigentlich am 29. Juli ist. So, für deinen Kopf. Dann hast du es rum, dann ist es weg, dann kann nichts mehr schiefgehen wegen technischen Verzögerungen, weil wenn du deine Bewerbung zu spät abschickst, dann wird sie automatisch abgelehnt. Und das wäre ja doof, die ganze Arbeit dafür gemacht zu haben. Wichtig, wenn du deine Bewerbung abgegeben hast, dann kriegst du eine Bestätigungsmail. Schau da am besten direkt irgendwie in dein Mailpostfach und wenn sie da nicht ist, auch im Spam-Ordner nach, weil nur wenn du diese Bestätigungsmail hast, ist deine Bewerbung auch eingegangen. So, Tipp Nummer 1 klingt jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber alle Informationen, die du in deine Bewerbung schreibst, die sollten korrekt sein und die sollten auch korrekt geschrieben sein. Also sowohl Rechtschreibung als auch Groß- und Kleinschreibung, weil das Team vom Deutschlandstipendium das ansonsten händisch korrigieren muss. Und das frisst denen einfach wahnsinnig viel Zeit, die sie dann im Zweifel nicht mehr haben, um dir oder anderen Studierenden zu helfen bei irgendwas. Und das wäre ein bisschen doof. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass auch alles stimmt, dann lass deine Bewerbung einfach nochmal von jemand anderem überprüfen. Tipp Nummer 2: Deine Leistungsübersicht vom Prüfungsamt sollte absolut aktuell sein. Dafür solltest du deine letzten Modulscheine des Sommersemesters samt Unterschriften frühzeitig dort abgeben. Erst dann kann das Prüfungsamt nämlich dein Transcript of Records aktualisieren. Danach stellt das Prüfungsamt die Transcripts of Records dem Team Deutschlandstipendium zur Verfügung, die sie dann zu deiner Bewerbung hinzufügen. Tipp Nummer 3: HFMDK-Mailadressen only. Also wenn du Neuanschreiberin bist und noch keine HFMDK-Mailadresse hast, dann kannst du auch deine private Adresse angeben. Wenn du deine private angegeben hast, aber auch eine HFMDK-Mailadresse hast, dann schau bitte unbedingt immer in dein Mailpostfach von der HFMDK-Mail, weil das Team Deutschlandstipendium nur über diese Mailadresse mit dir kommuniziert. Tipp Nummer 4: Wenn du irgendwo zur Untermiete wohnst und dein Name nicht am Briefkasten steht, dann muss die Post trotzdem bei dir ankommen. Deswegen gib bitte unbedingt deinen Namen oder den Namen der Person, die am Briefkasten steht, so mit CO an. Tipp Nummer 5: Ab dem 2. Semester brauchst du ein Empfehlungsschreiben von einer hauptfachlehrenden Person. Und dafür kannst du einfach eine lehrende Person deiner Wahl fragen und sie darum bitten, dass sie dieses Schreiben zeitnah aufsetzt und dann an das Organisationsteam vom Deutschlandstipendium schickt. Was auch voll wichtig ist, aber häufig vergessen wird: Wichtige Dokumente, wie zum Beispiel Zeugnisse oder sowas in der Art, müssen in deutscher oder englischer Sprache vorliegen. Wenn sie das nicht tun, dann müssen die von einem Notar, einer Notarin übersetzt und beglaubigt werden. Dokumente, die nicht in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, können leider nicht berücksichtigt werden. Denk dran, die Auswahlkommission, die kann nur mit den Informationen arbeiten, die du ihnen auch gibst. Deswegen achte darauf, wirklich alles irgendwie in diese Bewerbung reinzuschreiben an irgendwelchen Engagements oder Praktika oder sonstigen Dingen, die irgendwie interessant sein könnten dafür. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob du diese Dinge in Deutschland oder im Ausland gemacht hast. Und wie läuft das Ganze zeitlich ab? Also das kommt jetzt. Wichtig ist, alle aktuellen Daten findest du auf der Themenwebseite des Deutschlandstipendiums. Den Link dazu findest du in der Caption. Ich will dir hier grob die Timeline aufzeigen, damit du weißt, was dich nach deiner Bewerbung erwartet. Schritt 1: Die Bewerbungsphase beginnt. Das bedeutet, du kannst dich in diesem Zeitraum online für das Stipendium bewerben.
Die Bewerbungsphase für Studierende ab dem 2. Fachsemester beginnt meist im Juli, die Bewerbungsphase für NeueinschreiberInnen einen Monat später. Wenn du bereits im Bachelor an der HFMDK studiert hast und bald deinen Master oder das Konzertexamen anfängst, dann gilt für dich die Bewerbungsphase der NeueinschreiberInnen. Schritt 2: die Prüfung der Bewerbungen. Das Team Deutschlandstipendium prüft deine Bewerbung auf Vollständigkeit und schaut, ob die formalen Kriterien erfüllt sind. Das sind deine Immatrikulation und deine Rückmeldung für das folgende Semester, die Prüfung der Regelstudienzeit und die korrekte Angabe deiner Stammdaten und ob alle erforderlichen Dokumente vorhanden sind. Außerdem tragen sie die Ergebnisse deiner Eignungsprüfung ein und dein Transcript of Records wird der Bewerbung hinzugefügt. Schritt 3: deine Bewerbung geht zur Auswahlkommission. Du hast dich online beworben und alle formalen Kriterien erfüllt. Toll, dann liegt deine Bewerbung jetzt der Auswahlkommission vor. Sie bewerten deine Bewerbung. Und auf Grundlage der Bewertung erstellt das Team Deutschlandstipendium eine Rankingliste. Schritt 4: die Auswahl. Bis Anfang Oktober dauert die Auswahl der StipendiatInnen. Darauf folgt dann eine weitere Überprüfung der Immatrikulation und Bewilligungen und Absagen werden erstellt. Schritt Nummer 5 und damit auch der letzte Schritt: die Bekanntgabe. Mitte Oktober wirst du über das Ergebnis informiert. Ich weiß, das klingt jetzt alles nach irgendwie mega viel, aber es ist auf jeden Fall machbar und es lohnt sich, weil diese Förderung schon echt was Cooles ist. 300 € im Monat haben oder nicht haben, macht dann doch einen Unterschied. So, jetzt. Dein Login zum Account funktioniert, du hast keine Browser-Extension zum Übersetzen benutzt und du hast alles fertig ausgefüllt und alle Dokumente angehängt. Mega, weil dann kannst du jetzt einfach auf Abgeben klicken. Wenn du jetzt noch Fragen hast oder irgendwie anderweitig Unterstützung brauchst, dann kannst du immer eine Mail an deutschlandstipendium@orga.hfmdk-frankfurt.de schreiben. Das Team vom Deutschlandstipendium, das ist immer dienstags bis donnerstags für euch erreichbar und hilft euch gerne weiter, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wenn du jetzt das Deutschlandstipendium bekommst, dann empfehle ich dir dieses Video hier irgendwo, was du danach nach dem Erhalt beachten kannst und solltest. Viel Erfolg und toi toi toi!